Das Shadow of Change DLC bekommt endlich mehr Inhalte. Er lebt aus Tankia, Yuambo und den Changeling mit seinen Mechaniken in beiden Kampagnen und vergrößert mit den neuen Einheiten die Armeen von Katai, Kislev, Sinj sowie für die Tiermenschen, Chaoskrieger und Dämonen des Chaos. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und danke an Moga für den Support. Viel Spaß mit dem Video. Ich grüße euch wieder herzlich willkommen. Shadows of Change DLC Update ist out now. Und wir werden jetzt mal schauen, was jetzt hier so noch als Video released worden ist. Darauf machen wir jetzt noch eine kleine Reaktion darauf. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, wen oder was ihr als erstes spielt. Let's go. We've been listening to your feedback on the latest Warhammer 3 DLC, Shadows of Change. Das ist schon sehr verdächtig, dass sie immer Boris Füterich in ihren Videos einbinden. Also das ist schon sehr, sehr verdächtig. And we've added more to the original release, with a host of new units that will come out in our next patch 4.2. So strap in as we delve into these extra shadowy changes to see exactly what you can expect, including new units, lords, heroes, legendary heroes, and spells. The Jade Dragon is often at the forefront of Grand Cathay's defense, and who better to join him than Satang the Watcher, Sentinel. Respekt hier auch an Games Workshop, ja, was die immer für Ideen haben. Viele haben ja gedacht, okay, ja gut, da kommt ein legendärer Held, ja, für Katai. Da kommt dann wahrscheinlich noch irgendwie so ein Charakter wieder, der sich in einen Drachen verwandeln kann. Ja, so hat man das eben halt mal gedacht. Und was wir jetzt hier bekommen, ist ein legendärer Koloss, ja, der auch noch einen großen Bogen hat. Also, ja, ich sage ja, Games Workshop hat immer gute Ideen. Ja, und Creative Assembly kann diese halt eben auch gut umsetzen. Also die Zusammenarbeit mit den beiden ist einfach perfekt. Of the heavens. Drawn down from the peaks of the mountains of heaven to fulfill its honor in defending Grand Cathay, Satang is a legendary hero, whose colossal stature lands it as a giant in unit size. Ja, davon gibt es auch noch einen zweiten, aber den bekommen wir dann sicherlich, wenn dann irgendwann auch mal der Affenkönig kommt. Its huge wings allow it to swiftly jump across the battlefield, taking it to where it is needed most. And to close the distance from foes even further, its magic-infused bow lays down devastating artillery-grade hits. Holding a strong defensive front line takes experience, and who better to lead the Jade Warriors than a Gate Master of the Celestial Cities? This hero will boost your army's defensive capabilities through unit buffs and a range. Der sieht auch cool aus. Auch die Werte gefallen mir sehr. Ja, und so ein hybrider Gate Master, warum nicht? Attack to target foes across the line. When mounted, Der dann auch noch die ganzen Fernkämpfer buffen kann, also so schon cool. the Gate Master can quickly move across the battlefield to improve defensive efforts where they are needed most. The Great Moonbird. Both a monstrous single-entity flying unit and a mount option for powerful characters, this creature offers Grand Cathay much more diversity in its Auch ein sehr geiles Vieh. aerial tactics. Moonfire flaming attacks and a powerful area of effect vortex ability. Da stand eben, dass er Jin ist. Also es könnte sein, dass wir nochmal irgendwann später nochmal so einen Vogel bekommen und der ist dann Yang. Provide extra firepower from the skies. Joining the Great Moonbird in the skies above the battlefield is the Celestial Line. Oder das ist das Gegenteil davon. Das könnte natürlich auch sein. Aber der sieht auch gut aus. Winged monstrous units and mount, these creatures offer quick movement on ground and in air, and strike fear into the hearts of nearby enemies. The Chaos Lord of Siege is built for combat. Marked by the Chaos God, he is granted magical attacks. Auf den habe ich mich so am meisten gefreut, auf den neuen Kommandanten hier. Der sieht schon wirklich geil aus und er ist sehr gut, ja, ein sehr guter Nahkämpfer. Leadership 75, Armor 100. Ja, der geht schon gut ab. Also der kann auf jeden Fall schon ordentlich gut austeilen und auf jeden Fall auch gut was reinstecken. And a barrier by default. He excels in taking on large targets. His terrifying presence inspires his followers, improving their leadership and damage resistance through ability Change or Die, and recharging barriers of nearby allies through Paragon of Change. His powers increase further when mounted upon a Disc of Siege.
the exalted hero of Siege, is a three-headed brute who is always keen to get into the thick of battle. You can't hide from him because of the three heads. And with his Meeting of the Minds ability, he can gain an increase on melee attack and defense when spells are cast on the battlefield. Die Gesichter von dem Helden, die erinnern mich immer an Lord Voldemort. The mark of Siege spreads further through the addition of the Centaurs of Siege. Adding a bestial cavalry into the mix offers players of Siege a fast and hard-hitting unit with armor-piercing weapons. Okay, die haben doch keinen Fernkampf. Ich habe eigentlich jetzt erst gedacht, dass sie auch Fernkampf haben, aber haben sie doch nicht. Gut, jetzt wissen wir es. And magical attacks such as arcane charge to increase their damage. And finally, for Siege, we have the Changebringers. A step up from the usual flamers of Siege, these monstrosities glide across the field. No time to prepare for their onslaught, especially with their increased charge bonus. Ja, die Feuerdämmungen bei Siege waren schon immer gut und jetzt hat man die auch noch in der Luft mit den Discs. Also das wird schon gut abgehen, ne? The Lore of the Hag is a new spell lore available to both Mother Ostankia and her Hag Witches. It is comprised of 6 new spells and a lore tribute focused on both hexing enemy units and overcasting to bless your own. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass die Zaubersprüche auch von der Farbe her auch blau sind. Okay. The new spells include Vengeance of the Spirits, Cursed Cauldron, Malediction of Madness, The Forbidden Fens, Witch Brew, and Curse of the Ancient Witch. For more information on the lore of the Hag Mother herself, check out our Shadows of Change update blog posts. The Drazina is a lesser noble that dwells beyond the walls of Kislev's great cities, confidently in touch with and connected to the nature that surrounds them. Der sieht auch sehr geil aus. They provide leadership to Mother Ostankia's armies, ready to attack any who threaten their lands. A hybrid approach with both ranged and melee attacks makes the Drazina a fitting addition to the Kislev Lord roster. Nearby missile units can gain ammo replenishment, so it's worth keeping him close. Nariska Leiska, more commonly known on the battlefield as the Golden Knight, a title befitting the greatest warrior amongst the Drazina. Her role Auch sehr schick. Hier jetzt allerdings unberitten, ne, aber trotzdem sehr hübsch. unifies the divided church and state. She is a champion of the Ice Queen and acts as a bodyguard to nearby lords and heroes. Her golden suit of armor serves to protect and inspire, as the more damage she takes on, the more inspiration her surrounding comrades gain. No army Oh, von der hätte ich gerne noch mehr Voicelines gehört. Ist ja eine sie. Naja gut, muss man auf das Spiel warten. is complete without a strong foundational warrior unit. The Kislevite warriors add a baseline of defense to your army. They are cheap to recruit, have decent charge resistance. Die sehen auch sehr gut aus, ja. Die sehen so ein bisschen einfach, aber auch irgendwie so ein bisschen nobel aus. Aber ja, um sie halt einzusetzen an der Frontlinie, ne, um so ein bisschen die Front zu verteidigen, sind die sicherlich brauchbar. Schade, dass ich hier den Preis jetzt nicht sehe, sonst könnte ich da noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber die werden wohl nicht so teuer sein. Na, das stand ja auch in den Patch Notes und hier, die sind ja auch Tier 1. Also sind ganz einfache Tier 1 Einheiten. And anti-large capabilities, providing you the numbers to set back any enemy's plan of conquering. They'll show you how the North does things. And from the smallest of foot soldiers to the largest of worms? The Frostworm, creatures of magic following in the Ice Queen's mission, not to be mistaken for the newly renamed Norscan Chaos Frost Dragon. Their deadly concoction of fast movement and unit-slowing frostbite attacks can put a quick end to enemies' plans, especially flanking maneuvers. The Frostworm is also available. Katharina auch auf ihn drauf. Ich frage mich, was besser ist für Katharina, so ein Frostwurm oder der neue Schlitten. Ja, den Frostwurm von Norsca, den hat man übrigens umbenannt jetzt in Chaos Frostdrache, glaube ich. Ja, irgendwie so. Available as a mount for Catherine, when she ties up her sled, that is. Catherine's sled is a free update to all players. Ich glaube, für Katharina ist eventuell doch der Schlitten besser. Sie ist halt eine Zauberin. Okay, wenn sie mehr reinhauen will, dann der Frostwurm, denke ich mal. Und wenn sie eben halt mehr flexibel sein will auf dem Schlachtfeld und zaubern will, wobei das kann sie ja mit dem anderen Frostwurm auch. Aber wenn sie eben halt flexibler sein will,
dann ist wohl der Schlitten besser. Und wenn sie mir reinhauen will, dann wohl der Frostwurm, ne? Also so denke ich mir das zumindest. Muss man mal testen. players in patch 4.2. These new units and spells are all included in patch 4.2 for current and new owners of Shadows of Change DLC. For more information on all of the original content for this pack, check out our previous videos by following the links in the description. For more info on this update, check out our blogs. Yes. Ja, ich freue mich drauf. Ich werde übrigens abwechselnd den Changeling und Yuan-Bu spielen. Yuan-Bu mit der Immortal Empire Expanded Kampagnenkarte, also mit der gemoddeten. Und die werde ich beide immer mal wieder abwechselnd spielen. Ja, nicht jetzt irgendwie eine Kampagne durchziehen, sondern immer mal wieder so ein bisschen im Wechsel. Und ja, ich wünsche euch allen viel Spaß mit Shadows of Change DLC-Update. Kleiner Fun-Fact noch am Rande. Ich habe heute Morgen den Meister mich ja gefragt, mit dem ich immer wieder meine Koop-Kampagnen spiele, was er denn spielen wird. Und seine Antwort war Empire. Damit bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann auch im Livestream.